Hi, heute baue ich von Grund auf eine autarke Fußbodenheizung für meine Freundin. Der Strom dafür kommt indirekt über eine kleine Inselsolaranlage. Das Gehäuse für die Steuerung drucke ich mit Funktionen wie Schnappverschlüssen und Scharnieren aus PETG, teilweise möglichst transparent. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das klappt. Willkommen bei Toolsinnig. Die Heizung besteht aus einem einfachen Temperatursensor, der Steuereinheit W3230 an sich und einer Heizmatte. Alles auf 12 Volt Basis. Da drängen sich vielleicht gleich mehrere Fragen auf, die sich gut mit „Hä?“ zusammenfassen lassen. Unsere Schildkröte ist im Grunde ein ganzjähriger Freigänger und ziemlich stur, wenn es darum geht, in unser Gemüsebeet einzubrechen, nebenbei bemerkt. Das vergangene Frühjahr war allerdings sehr wechselhaft und teils von extremen Temperaturschwankungen geprägt, die für Reptilien nochmal deutlich mieser sind als für uns. Es hieß also sehr regelmäßig nach Feierabend die Schildkröte suchen, oft halb aus der Erde ausgraben, sauber machen und in die Wohnung, bis sich draußen die Nachttemperaturen wieder auf 10 Grad plus stabilisiert haben. Das wird sich vermutlich auch mit der Heizung nicht völlig ausschließen lassen, wird aber vielleicht nicht mehr so häufig notwendig. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Die Verschaltung von dem System ist nicht allzu kompliziert. Ich baue noch eine Spannungsanzeige mit ein, um den Batteriestand leichter überwachen zu können, um die dann früh genug gegen eine geladene auszutauschen. Die Thermostateinheit ist nicht nur wesentlich günstiger, als ich gedacht hätte, sondern auch sehr flexibel einsetzbar. Sie wird zum Beispiel auch gerne im Camperbereich eingesetzt, um Kühlanlagen oder Lüfter zu regeln. Über die Einstellungen kann zwischen Heiz- und Kühlmodus umgeschalten werden. Es gibt aber auch noch einige Einstellungen wie Verzögerungen oder Feinkalibrierungen. Mir reicht fürs Erste aber mal der Modus aus, dass bei Unterschreiten der eingestellten Temperatur die Heizmatte aktiviert wird. Ich habe mal für eine Regenwasserpumpe im Garten ein kleines Solarsystem gebaut, versorge aber mit den Batterien zum Beispiel auch eine Notbeleuchtung für unsere stromlose Garage außerhalb des Grundstücks und einen winzigen Geräteschuppen, der an meine Werkstatt anschließt. Außerdem lade ich darüber auch mal gerne Motorradbatterien, weil warum nicht? Das kleine Systemchen hat sich also schon wirklich rentiert. Der wirklich knifflige Teil an dem Projekt für mich ist die Konstruktion des Gehäuses. Ich habe aber auch richtig Lust drauf, die ersten funktionalen Teile selbst zu entwerfen und zu drucken. Das Gehäuse soll aus 3 Teilen bestehen. Einer Einhausung für die Bauteile, einem abnehmbaren Boden mit Schnappverriegelung und einem Deckel, der mittels Scharnier aufklappbar sein soll. Da ich das alles zum ersten Mal mache, gehe ich nicht näher drauf ein, wie ich das genau in Fusion 360 zusammengenötigt habe. Ich möchte weder, dass CAD-Profis eine Ader platzt, noch mit faulen Eiern beworfen werden. Nicht mal virtuell. Mir geht's aber ums Ergebnis und das sieht jetzt für mich nicht übel aus. Ich habe alle funktionalen Teile erstmal nur sozusagen ausgeschnitten gedruckt, um unnötige Materialverschwendung für Tests zu vermeiden. Die Halteplatte für die Bauteile hat gut funktioniert, nur der Ausschnitt für die Steuereinheit ist einen Tick zu groß geworden. Es sitzt mir zu locker drin, das wird aber für den finalen Ausdruck noch angepasst. Der Boden mit den Schnappnasen und deren Gegenstücken auf der Innenseite des Gehäuses hat hingegen tatsächlich auf Anhieb so gut geklappt, dass ich da gar nichts weiter optimiert habe. Man könnte sicher einen Durchbruch in die Gehäuseseiten machen, um zum Beispiel mit einem kleinen Schraubendreher die Schnappnasen des Bodens leichter öffnen zu können, aber mich stört das jetzt gar nicht, dass ich das quasi aufhebeln muss. Der Deckel und seine Scharniere waren mit Abstand das, woran ich am längsten rumkonstruiert habe. Den Deckel hätte ich gerne transparent. Mit den Standardeinstellungen sah das aber entweder nach Stegplatten aus oder eben milchig weiß. Ich habe dann noch einige Testdrucke mit verschiedenen Einstellungen gemacht, die ich mir aus zig Tutorials zusammengepflückt habe, um dann rauszufinden, dass die tollen, wirklich transparenten Ergebnisse wohl alle mit einem anderen Druckverfahren erzielt wurden. Mit Harz- und UV-Licht. Ich hoffe trotzdem noch, dass zumindest die Spannungsanzeige hell genug leuchtet, dass ich sie im Vorbeigehen ablesen kann. Das ist ja das eigentliche Ziel der Übung. So oder so habe ich eine Menge über Druckgeschwindigkeiten und dem Zusammenspiel von Füllmustern, Dichten und den Temperaturen auf dem Weg gelernt. Oder zumindest erfahren. Es ist Zeit, mal alles zusammenzubauen und für einen Testlauf über ein paar Tage. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange die Batterie so mitmacht. Damit bleibt auch noch Raum, gegebenenfalls Anpassungen durchführen zu können, bevor Schildi aus dem Winterbettchen geholt wird. Theoretisch sollte die Batterie ca. 4 bis 5 Stunden reine Heizzeit liefern können. Mal sehen. Beim finalen Druck des Gehäuses hat alles relativ gut geklappt. Ich habe nur unbedacht mal für Zugluft in der Nähe des Druckers gesorgt und es hat sich sofort das gefürchtete Warping gezeigt. Bei ungleichmäßigen Temperaturen wölbt sich das gedruckte Material vom Druckbett.
Das lässt sich entweder durch einen geschlossenen Druckraum vermeiden oder bei offenen Druckern wie dem A1 Mini eventuell durch verbesserte Druckbetthaftung. Da werden Hausmittel wie Haarspray empfohlen oder sogenannte Brims anzulegen, also erweiterte Flächen, die den Ecken zusätzlichen Halt auf dem Druckbett verschaffen. Beides werde ich bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall mal ausprobieren. Ein paar Anpassungen am Gehäuse habe ich erst in der finalen Montage gemacht, weil ich mich dann erst entschieden habe, wo Kabel rein und rausgehen sollten. Der klickbare Boden war aber von Anfang an dazu gedacht, da flexibel zu sein. Den Deckel ganz transparent zu bekommen, habe ich irgendwann aufgegeben. Nach, wie vorhin erwähnten, zig Versuchen mit verschiedenen Einstellungen habe ich hingenommen, dass ich mich einfach noch zu wenig auskenne. Ein geglückter Versuch wäre wahrscheinlich buchstäblich Glück gewesen. Auch der Druck des Deckels mit integrierten Scharnieren hat nicht wirklich gut geklappt. Ganz aufgegeben habe ich aber noch nicht und werde mich dem Thema nochmal mit etwas mehr praktischer und theoretischer Erfahrung widmen. Bis dahin werden die Scharniere jetzt mit dem Deckel verklebt, was hoffentlich zumindest eine Zeit lang halten wird. Wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich das System wohl in einer Art Kühlmodus im Herbst auch nutzen, um den Übergang in die Winterstarre einzuleiten und die Temperaturen auch da zu stabilisieren. Das Projekt hat auf jeden Fall auch mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt länger nichts mehr mit einem Elektronikschwerpunkt gemacht. Meine Begeisterung für die 3D-Drucktechnik allgemein ist auch nochmal gestiegen. Es ist einfach irre, welche Möglichkeiten mir da auch in Zukunft noch offen stehen werden. Aber keine Sorge, ein 3D-Druckkanal wird toolsinnig nicht werden. Ich sehe das einfach als weiteres Werkzeug, das ich in Projekten genauso einsetzen kann wie einen Lötkolben oder eine Stichsäge auch. Je nachdem, wo es für mich sinnig ist. Ich verlinke dir 2 Playlists, in denen ich weitere Videos mit meinen Machereien und 3D-Druck-Schwerpunkten sammle, die dich vielleicht interessieren könnten. Oder stöbere ein bisschen auf meinem Kanal und entscheide, ob du künftig über neue Videos per Abo und Glocke informiert werden möchtest. Würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.